So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D-Plattformer. Und was wäre besser geeignet als Part 20 jetzt einmal zu beweisen, dass wir von 2D auf 3D umschalten können. Ich habe das Ganze natürlich schon mal vorbereitet und ausnahmsweise zeige ich mal vorab, was wir diesmal erstellen werden. Es wird ein bisschen anspruchsvoller von der Programmierung, aber wenn du langsam mir folgen kannst, dann wird das Ganze auch schlüssig und dementsprechend auch funktionieren. So, ich habe hier unten jetzt einfach mal eine eigene Szenario-Geschichte aufgebaut. Und wenn ich jetzt hier mal auf Play gehe, wirst du bemerken, dass man im Side-Scroller-Verfahren hier plötzlich ein Press E to Interact zur Verfügung hat. Und wenn ich jetzt die Taste E drücke, dann bin ich aktuell im 3D-Modus. Das bedeutet, hier können wir hinbauen, was wir wollen. Hier ist deiner Kreativität praktisch keine Grenzen gesetzt. Und wenn ich hier rauslaufe, dann schaltet es wieder um auf 2D. Aber wie du bemerkst, wir sind hier praktisch parallel zu unserem ursprünglichen 2D-Geschichte, die da drüben links stattfindet. So, wenn ich hier reinlaufe, gibt es kein Press E to Interact, weil ich laufe automatisch in einen 3D-Raum rein. Da muss ich mich nicht mehr entscheiden, will ich da rein oder nicht. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Und hier wird es ein bisschen lustiger, weil hier drehen wir uns natürlich wieder in diese Geschichte um. Und wenn wir jetzt rauslaufen, dann müssen wir uns schon klar sein, dass es dann hier nach rechts auch wieder weitergeht. Ja. Gut, also das wäre jetzt das, was wir mal implementieren werden. Das bedeutet, wir haben diese Umschalter, das sind die 2D-Ausgänge und das sind 3D-Eingänge und so weiter. Und das werden wir an der Stelle jetzt einfach mal realisieren. Und dazu gehen wir auf unseren Third-Person-Folder auf Blueprints und öffnen unseren BP Third-Person-Character. So, da haben wir ja schon sehr viel drin untergebracht. Wir haben ja hier unsere 3 Power-Geschichten. Die hätte ich natürlich schon gerne in einer Funktion ausgelagert, aber wie gesagt, Delays sind in einer Function nicht erlaubt. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich markiere mir das mal alles. Und dann dementsprechend würde ich mal rechte Maustaste machen, Collapse to Function, und dann bekomme ich hier sozusagen Collapsing to Function failed, Show Message Log, und hier steht es, Delay cannot be placed in Function Graph. So, das wäre natürlich jetzt schön, dann hätte man das ein bisschen aufgeräumter hier drüben, nämlich links unter Functions, und dann gibt es noch eine weitere Methode, nämlich Collapse to Node oder Collapse Node, und das heißt, selektiert hätte ich noch alles, dann müsste ich einfach hier mal rechte Maustaste und dann habe ich Collapse Nodes und dann bekomme ich hier so eine einzelne raus und die könnte ich jetzt praktisch dann ganz simpel umbenennen und sage, das ist sozusagen mein Speed Booster Graph, und dann wäre das Ganze einfach ein bisschen schmäler und übersichtlicher, aber man sieht ja gar nicht mehr, was da drin ist. Da müsste man dann wieder doppelklicken und dann gibt es halt hier einen sogenannten Input und hier hinten Output. Da darf man sich nicht wundern, das ist einfach nur, weil die kollabiert ist, damit das Ganze ebenfalls wieder so funktioniert, wie es sein soll. So, aber ich hätte es ungern so, weil ich sehe immer gern, was ich habe, damit ich dann nicht jedes Mal nochmal da reinschauen muss, was habe ich denn da drin gemacht, und deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach mal rückgängig. So, gut, an dieser Stelle werden wir jetzt beginnen mit unserem 2D-Umschalter. Warum im 2D-Umschalter? Weil das haben wir ja schon, wird jetzt jeder sagen, aber in Wahrheit solltest du dir jetzt nochmal Part 1 anschauen, weil wenn wir dann von 3D wieder auf 2D umschalten, müssen wir genau das gleiche machen, wie was wir im Part 1 da in dieser Viertelstunde oder so, was es war, erledigt haben. Und zuerst legen wir uns mal eine Variable an, hier drüben links auf Plus, und die nennen wir einfach mal 3D Fragezeichen, weil wir müssen irgendwie wissen, in welcher Dimension wir uns befinden. Also 3D Fragezeichen, defaultmäßig hier drüben auf False, das bleibt also praktisch unangehakt. Und jetzt können wir mal beginnen mit einer Funktion, das heißt, wir gehen hier einfach mal auf Functions, hier drüben in der Mitte links, da gehen wir hier auf Plus, und dann nennen wir diese Funktion einfach mal Movement 2D. So, das ist unsere 2D Movement Function und die werden wir jetzt bestücken. Und jetzt müssen wir uns erinnern, was haben wir denn eigentlich alles vorgenommen, damit unser Player überhaupt so läuft, wie er läuft. Und das gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Doch zuallererst, wenn wir auf Movement 2D umschalten, kommen wir ja eigentlich aus der 3D-Welt, und deswegen werden wir gleich einmal diese neue Boolean-Variable
mit Set 3D Fragezeichen auf False setzen, weil sonst würden wir nicht von 3D auf 2D wechseln wollen. So, was haben wir alles vorgenommen? Zum Beispiel beim Camera Boom, vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir haben eine gewisse Target Arm Length zum Beispiel eingestellt. Dann haben wir einen Collision Test, glaube ich, auf False gestellt, weil ansonsten würde das Ganze mit der Kamera immer so reinblenden, wenn man zum Beispiel durch die Ringe schwebt, falls du dich erinnern kannst. Also da haben wir einen Do-Collision-Test auf False zum Beispiel noch gestellt. Dann haben wir die diese Pan Control Rotation haben wir auch mal ausgeschalten. Wir haben im Character Movement haben wir sozusagen auch die Rotation Rate, denke ich mal, erhöht auf 720 genau, damit es praktisch schneller rotiert in der Z-Geschichte für den Sidescroller. Und was haben wir denn noch getan? Wir haben diese ganze Plane Constraint Geschichte haben wir gemacht. Diese Constraint Geschichte, ja genau, da haben wir hier eine 1 gesetzt bei Y, weil wir laufen ja in X-Richtung und die Y bleibt steif, bei mir zumindest auf den 500. Und wenn wir jetzt auf 3D umschalten möchten, müssen wir das Ganze natürlich hier deselektieren. Gut, aber dazu dann später. So, jetzt, was haben wir denn noch alles eingestellt beim Character Movement? Ich glaube, soweit ich weiß, haben wir den Gravity Scale haben wir erhöht auf 3. Und dann haben wir noch diese Jump Z Velocity ja praktisch mit der Gravity angeglichen, weil sonst würde er nicht mehr so hoch springen. Da gab es doch diese Jump Z Velocity, die haben wir auf 1200 gesetzt, genau, weil wir ja die Gravity erhöht haben, brauchen wir mehr Sprungpower. Und was haben wir noch erledigt? Ich glaube, die Max Walk Speed haben wir sicherlich auch noch erhöht, und zwar hier auf 800, genau, weil wir ein bisschen schneller im Sidescroller agieren wollen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Zuerst werde ich mal hier das Ganze wieder mal expanden. Expand all categories, bei mir hat es sich collapsed und eventuell möchte ich natürlich noch ein bisschen nachgucken, was da drin ist. Gut, ich beginne jetzt einfach mal mit meinem Camera Boom, den ziehe ich mir raus. Ich kann mich erinnern an die Use Pan Control Rotation, also Set Use Pan Control Rotation. Die gibt es hier unter Camera Settings und die ziehen wir uns gleich mal raus mit Set. So, da können wir uns jetzt erinnern, haben wir ja gerade vorher nachgeguckt, da haben wir das Ganze auf False gesetzt und ebenfalls mit der Geschichte Do Collision Test. Das machen wir auch gleich mit Set Do Collision Test, das finden wir auch hier unter Camera Collision und das werden wir ebenfalls praktisch auf False lassen. Das war ja das, wenn wir durch die Röhre schweben, dass wir dann in die Röhre reingehen und dann haben wir eine ganz, ganz komische Kameraoptik, die wir an der Stelle da jetzt sozusagen gar nicht benötigen. Das kommt immer drauf an, aufs Szenario, da kann man ja explizit dann schalten, wie man möchte. Und dann hätten wir noch natürlich die Armlänge von unserem Camera Boom. Da kann ich mich auch dran erinnern, die haben wir eingestellt auf Camera Boom. Das war die Armlänge, die haben wir hier auf 550. Wir lassen das alles gleich. Das bedeutet, wir können uns jetzt entweder einen neuen Camera Boom rausziehen oder wir gehen von denen einfach weiter raus und sagen einfach mal Target Arm Length. Und da gibt es ein Set Target Arm Length und das Ganze können wir hier wieder einklinken und dann sagen wir hier die vorher abgelesenen 550. So, soweit ich mich erinnern kann, haben wir auch ein Lag mit eingeschalten. Das heißt, hier unten haben wir diese Unable Camera Lag auf True gesetzt. Das bedeutet, die Kamera schwimmt ein ganz klein wenig. Wir haben Lag Speed von 8.0 drin. Ein bisschen so hinterher, dass es einfach ein bisschen Sidescroller-like aussieht. Und deswegen werden wir auch noch von dem Camera Boom rausziehen. Ich ziehe einfach mal daher, das können wir nachher noch nach hinten schieben und dann machen wir einfach ein Set Unable Camera Lag. Und das gibt es hier unten unter Variable Lag und dann dementsprechend gehen wir dann hier rauf und wir verknüpfen das Ganze und hier werden wir einfach ein True setzen. Und jetzt geht es weiter mit dem Character Movement, das heißt, das ziehen wir uns auch raus und dementsprechend haben wir an der Stelle ja diese Rotationsgeschwindigkeit, diese Rotation Rate gesetzt, damit sich unser Character ja praktisch in einer halben Sekunde dreht und das werden wir jetzt wiederum genauso setzen über Set, ich denke, das wird heißen Rotation Rate. Set Rotation Rate, da ist es auch schon und dann können wir das Ganze hier verknüpfen und wenn wir hier drüben unter Character Movement einfach nochmal nachschauen, Rotation Rate, da haben wir hier drüben im Z-Bereich die 720 und die werden wir hier
ebenfalls mit einsetzen. Das heißt, wenn wir diese Funktion aufrufen, dann sollte alles so sein, wie es praktisch vorher war. Das ist aktuell das Ziel davon. So, gut, dann haben wir natürlich beim Character Movement, haben wir vorher auch nachgeguckt, den Gravity Scale gesetzt. Das heißt Set Gravity Scale, das gibt es auch hier mit Set Gravity Scale und den haben wir, ich weiß es auswendig, den haben wir auf 3 gesetzt. So, dann habe ich noch die Geschichte mit dem Jump Z Velocity mit 1200, das habe ich mir auch noch gemerkt und dementsprechend Set Jump Z Velocity, da werden wir an dieser Stelle das Ganze hier einklinken und da geben wir dem Ganzen hier 1200 und wer es mir nicht glaubt, der kann hier drüben natürlich dann nach dieser Jump Z nochmal suchen, weil wir brauchen genau die gleichen Werte, die wir ja voreingestellt haben in Part 1. So, dann haben wir das drin und dann eben noch die Max Walk Speed, die holen wir uns auch aus dem Character Movement heraus. Das ist dann Set Max Walk Speed. Und zwar Set Max Walk Speed und das haben wir ja, glaube ich, soweit ich weiß, auf 800 gestellt. Ich schaue aber sicherheitshalber nochmal nach und gebe hier oben einfach mal Max Walk Speed ein und da steht jetzt 800. Gut, das ist natürlich Geschmackssache. Wenn du 700 hast, musst du hier wieder 700 machen. Das ist natürlich alles so, wie du das in den anderen Parts dann für dich entschieden hast. Also ich übernehme die gleichen Werte, die ich jetzt auch hier zur Verfügung habe und kann die natürlich dadurch perfekt auslesen. Und zu guter Letzt benötigen wir noch von unserem Character Movement diese sogenannte Plane Constraint Geschichte und die bekommen wir auch über Set Plane und dann die Constraint Geschichten. So, dann haben wir hier Set Plane Constraint Enabled und das werden wir natürlich auch noch hinten mit verknüpfen und dementsprechend auf True setzen. So wie vorher schon mal demonstriert, wenn wir hier diese Constraint eingeben, Constraint und da reicht es natürlich lediglich, dass wir in der 3D-Geschichte, in der 3D-Ansicht das ausmachen, damit wir hier nicht an Y gebunden sind und in der 2D müssen wir es wieder anschalten. Es ist zwar defaultmäßig an, aber wenn wir einmal in die 3D-Welt gewechselt haben, ist es natürlich aus und deswegen müssen wir es hier in unserer Funktion wieder reaktivieren. So, jetzt, wenn dir das Ganze mit den Verbindungen zu viel ist, du kannst jedes Mal das Character Movement auch reinziehen. Du hast auch hier die Möglichkeit, einen Doppelklick zu machen mit so einer Reroute Node und die kann man ja dann ganz bequem dann so etwas nach unten rutschen, damit man sieht, wo das Ganze herkommt. Das heißt, wenn du das ein bisschen besser aufräumen magst, dann kannst du das so machen. Du könntest auch von der einen Node in die nächste gehen, also du hast da freie Wahl der Waffen, wie du das Ganze für dich sauber visuell strukturieren magst. So, ich lasse meins einfach mal so, das ist für mich so verständlich und dann dementsprechend gehen wir mal auf Compile. Dann werden wir das Ganze einfach mal testen. Wir haben ja jetzt praktisch das gleiche, was wir eigentlich schon haben. Und jetzt werden wir das einfach mal hier in unserem Event Graph, wir gehen auf Event Begin Play, werden wir mal unsere 2D-Variante aufrufen und dann sollte sich nichts verändert haben, weil wir jetzt sämtliche Schalter explizit nochmal schalten in unserer Funktion Movement 2D. Und die rufen wir uns auf, wir ziehen hier raus und suchen mal nach unserer Movement 2D-Geschichte. So, hier haben wir einen Function Call zu unserer Movement 2D und wenn wir jetzt auf Compile und Save gehen, wir machen ja automatisch Save on Compile on Success Only, das haben wir ja schon zuvor mal eingestellt in einem anderen Abschnitt und dementsprechend, wenn wir das Ganze jetzt einfach mal durchtesten und auf Play gehen, dann sollte sich auch nichts verändert haben. Das heißt, ich habe hier meine Max Walk Speed von 800, ich springe auch ein bisschen höher, so ein bisschen mehr Side-Scroller-like und dementsprechend natürlich die anderen Funktionalitäten müssen wir auch nicht testen. Die Tasten W und S gehen sowieso nicht, die haben wir ja zuvor schon mal komplett deaktiviert und es sieht auch so aus, als würde ich meine Plane Constraint auch halten können. Das bedeutet, ich habe alles richtig gemacht und sämtliche Parameter, die so eingestellt waren, wie sie waren, haben wir jetzt mal perfekt durchkopiert. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder auf Escape in unseren BP Third Person und an dieser Stelle werden wir einfach mal jetzt den 3D-Modus aktivieren. Das heißt, wir werden jetzt einfach eine neue Funktion erstellen, hier links in der Mitte mit Plus und die nennen wir einfach mal Movement
Movement 3D. So, das wird meine Movement 3D und die baue ich jetzt nicht ganz von vorne auf, weil ich etwas faul bin. Das heißt, ich schalte wieder auf meine Movement 2D. Wenn sie bei dir hier oben nicht auf ist, dann kannst du hier drüben per Doppelklick das Ganze auch öffnen. So, und jetzt werde ich diese Parametergeschichten einfach mal mitnehmen und dementsprechend ein Steuerung C und dann gehe ich rüber, dann suche ich mir ein hübsches freies Plätzchen und dann mache ich hier mal Steuerung V. Gut, das war nicht weit genug, das heißt, ich muss meine Function Name Startgeschichte einfach mal nach links rüberziehen und dann verknüpfe ich das. So, dann bin ich an dieser Stelle und jetzt müssen wir natürlich die 3D-Einstellungen definieren. Das heißt, Set3D ist in dem Fall natürlich jetzt mal True. Wir wollen die Pan Controlled Rotation haben. Nochmal zur Erinnerung, wir gehen auf Camera Boom und dann geben wir oben ein Use Pan Controlled Rotation. Vorher gehen wir mal auf Viewport und dann sehen wir, dass unsere Kamera dann direkt hinter unserem Player snappt. So, das ist das, was wir im 3D-Modus natürlich benötigen. Ich mache es jetzt wieder Default auf False, weil wir starten ja im 2D-Movement-Modus und dann können wir wieder zurück hier in unser Movement 3D. Das Häkchen hier haben wir gesetzt. Dann hätte ich gern im 3D-Modus den Collision-Test aktiviert. Das heißt, das werden wir mal so einstellen. Die Armlänge selber, die lasse ich jetzt mal bei 550. Das können wir immer noch austarieren, wenn wir da lustig sind. Den Camera Lag lasse ich auch, weil wir sind ja trotzdem dann in einem 3D-Plattformer-Game unterwegs. Nur die Rotation, die würde ich ein bisschen realistischer machen, so wie das Original im Third-Person-Player ist. Das ist praktisch der Wert 500, an den kann ich mich erinnern. So, den Gravity Scale für Jump und so weiter lasse ich auch mal stehen und dann auch die Jump Z Velocity zum Ausbalancieren für den Gravity Scale. Nur die Max Walk Speed, die würde ich jetzt mal wieder heruntersetzen, so wie es typisch ist für einen Third-Person-Player auf 500 an dieser Stelle. So, dann haben wir das Ganze soweit geschafft und jetzt haben wir natürlich noch unsere Plane Constraint enabled und das müssen wir an der Stelle dann disablen. So, dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Das wäre jetzt unser 3D-Umschalter, also zumindest mal von der Funktionalität und das könnten wir natürlich jetzt auch mal ausprobieren, indem wir das Ganze mal einbauen. Das heißt, wir wechseln auf unseren Event-Graphen. Ich werde mich hier beim Event Begin Play einfach mal von diesem Movement 2D trennen und dann werde ich das Ganze hier wieder verknüpfen. Dann gehen wir hier rüber. Ich mache das ein bisschen schmäler an der Stelle, was den Comment betrifft. Und jetzt werden wir uns einfach mal eine Taste aussuchen, die das Ganze auslöst. Und dazu suchen wir uns einen freien Raum, das heißt, wir trennen uns später wieder von dieser Keyboard-Taste, weil wir schalten dann innerhalb des Games um. Aber rein für Testzwecke sollten wir das Ganze jetzt hier schon mal implementieren. Das heißt, wir geben hier einfach ein Keyboard und ich suche mir jetzt aus die Taste M zum Beispiel. So, dann gehe ich hier auf M. Du kannst nehmen, was du magst. Hier ist Keyboard M sozusagen aktiviert und wenn das Ganze gepresst ist, dann machen wir einen sogenannten Flip-Flop, dass wir da immer hin und her schalten können. Flip-Flop und wir sind ja zuerst in der 2D-Ansicht, das heißt, wir werden hier unsere Function Movement 3D aufrufen. Das heißt, wir gehen hier auf Movement und dann nehmen wir hier die 3D und dann im Flip-Flop-Verfahren gehen wir hier in Movement 2D über. So, Movement 2D und dann ist das Ganze schon mal gesteuert. So, und jetzt auf Compile, wir wechseln auf den Level, wir gehen mal wieder auf Play und dann dementsprechend können wir natürlich im 2D laufen. Das ist unsere Default-Einstellung und jetzt drücke ich mal die Taste M und dann können wir mit den Tasten D und A praktisch Forward und Backward wandern. Das bedeutet, wir haben ja für unseren 2D-Scroller die Geschichte von Left und Right in Forward, Backward umgewandelt und jetzt müssen wir natürlich noch nachträglich wieder diese W- und S-Geschichte implementieren und das natürlich A und D auch wieder links und rechts bedeutet. Und natürlich zusätzlich benötigen wir auch noch die Kamerafunktion, die haben wir ja auch ausgeklinkt. So, dazu gehen wir auf unseren Third-Person-Character und wir wechseln mal wieder in den Event-Graph, wo wir eh schon sind und dementsprechend schauen wir uns mal hier diese Movement Inputs an. So, jetzt suche ich mir mal die Kamerageschichte, die habe ich ja nur ausgeklinkt, das heißt, die Kamera können wir dann wieder einschalten, aber natürlich nur unter der Bedingung, wenn wir im 3D-Modus sind. Das bedeutet, wir benötigen an der Stelle einen Branch und dann können wir natürlich unsere Abfrage noch reintun, ist 3D true, das heißt, wir ziehen uns den Boolean mit 3D hier mal raus und dementsprechend, wenn 3D true ist, dann
darf auch diese Kamera-Input-Geschichte funktionieren, sodass wir da sauber hin und her scrollen und uns umsehen können. Das Ganze können wir natürlich auch gleich testen. Wir gehen mal auf Play und drücken die Taste M und jetzt haben wir, wenn wir mit der Maus praktisch uns bewegen, auch schon diese Geschichte mit diesem Umsehen implementiert. Nur natürlich fehlt uns noch die W- und S-Tastengeschichte und man sieht, wir fallen natürlich auch runter, weil wir die Plane Constraint natürlich ausgeschalten haben. Wir haben ja das Häkchen deaktiviert. So, dann zurück auf unsere BP Third Person und dementsprechend werde ich das ein bisschen sauberer machen. Und das Movement Input, das ist aktuell ja sozusagen auf den 2D-Scroller zugeschnitten. Und dazu werden wir uns ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, die beiden Geschichten hier werde ich mal versuchen zu selektieren und dann schiebe ich die etwas nach oben und diese Tastengeschichte hier mit meinem M, die würde ich einfach auch mal ein bisschen rüberschieben, damit mir da nichts im Weg rumsteht. So, und jetzt müssen wir das wieder implementieren, das eigentlich der Third-Person-Player mitbringt. Leider haben wir das jetzt gelöscht. Das heißt, wir müssen uns das logischerweise selber aufbauen oder aus einem anderen Projekt abschauen. Das werden wir nicht tun, wir bauen uns das neu auf, das werden wir schon hinbringen, weil sonst müssten wir einen neuen Third Person jetzt implementieren und wir haben ja unseren Third Person ja umgewandelt, also das wäre ein bisschen gefährlich, wenn wir da jetzt ein neues Third Person Template mit hinzuaddieren. So, und das will ich auch gar nicht. Gut, dann gehen wir an dieser Stelle hier einfach auch mal raus und sagen dann auch wieder mit einer Branch, welche Variante ist denn eigentlich gefragt. Das ist die einfache Geschichte gerade, wir ziehen hier raus, machen einen Branch und dann dementsprechend können wir hier reingehen und dann sagen wir, wenn 3D sozusagen false ist, ja, dann sind wir im 2D-Modus. Das heißt, wir können hier mal beruhigt die Steuerung-Taste drücken und dann können wir das schön mit Drag and Drop hier auf false setzen. Alternativ natürlich auch trennen und wieder neu verbinden. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal verbunden und dann, ich schiebe das mal ein bisschen höher, dass man das ein bisschen besser sieht. Und wir haben zu Beginn sozusagen ja die Left-Right-Geschichte gelöscht von unserem Third-Person-Template und die Forward-Backward haben wir durchkopiert. Nur, was wir umgestellt haben, wir haben die Action Value X praktisch konnektiert, wo zuvor die Y-Geschichte war. Und das müssen wir jetzt praktisch wieder herstellen. Das heißt, wir können uns das Ganze hier einfach mal kopieren mit Steuerung C. Dann gehen wir hier oben ein bisschen in den freien Platz und dann machen wir Steuerung V. So, dann haben wir schon die Forward-Backward-Geschichte und wie gesagt, die wird jetzt über die Y gesteuert im Original-Template. Das heißt, wir ziehen hier irgendwie rauf, dass wir hier drüben das Ganze sozusagen konnektieren können. Wir können hier auch noch eine Reroute-Node uns noch raussuchen und das Ganze ein bisschen so hin anpassen, dass wir das besser sehen. So, da haben wir unsere Forward-Backward-Geschichte und jetzt benötigen wir die Left-Right, die wir ja sozusagen auch gelöscht haben. Und die ist ja sehr ähnlich aufgebaut, also auch mit Get Control Rotation. Das holen wir uns gleich mal raus mit Get Control Rotation und dementsprechend haben wir das dann auch schon da. So, dann müssen wir diesen Rotator aufbrechen, rechte Maustaste, Split Struct Pin. So, dann sind wir wieder so weit wie hier drüben. Wir hätten es uns auch kopieren können natürlich. Und hier wird mit dem Forward-Vektor gearbeitet und an dieser Stelle mit dem Right-Vektor. Das heißt, wir machen hier einfach mal Get Right-Vektor. Get Right-Vektor, hier unter Vektor Maß bekommen wir unseren sogenannten Right-Vektor. Der hat auch wieder die Bedingung, dass er hier einen Rotator benötigt und den splitten wir rechte Maustaste, Split Struct Pin, einfach mal wieder auf. So, an dieser Stelle wird das X mit dem X verbunden und das Z mit dem Z und der ganze Ausgang muss natürlich auch noch irgendwo rein. Wir brauchen noch eine Funktion von diesem Enhanced Input System und zwar gibt es dann auch wieder die Add Movement Input, die gleiche, die wir hier drüben haben, die werden wir hier auch wieder implementieren. Das heißt Add Movement Input, Add Movement Input, da unten ist ja auch schon unter Input, Add Movement Input und dann geht diese Return Value hier in die World Direction hinein. So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, welche Geschichte muss jetzt hier in die Scale Sache rein, in die Scale Value und wir haben ja gerade die Y, haben wir ja gerade hinten reingesteckt in unsere Geschichte Forward Backward, die wir hier vertauscht haben, weil wir hier Left Right spielen, aber für uns ist es ja im Sidescroller sowieso Forward Backward
Und da gehen wir jetzt natürlich raus mit unserer X-Geschichte. So, dann gehen wir mit X raus und ziehen das Ganze hoch und das werden wir jetzt sozusagen hier verbinden bei dieser Add Movement Input. So, dann haben wir das Ganze neu angelegt. Also was haben wir getan? Wir haben Get Control Rotation genommen, das gleiche wie hier drüben. Hier drüben wird nur Z ausbalanciert bei Forward, Backward, aber das ist so vom Template selber vorgegeben. Und hier drüben haben wir die X-Geschichte, also wir haben den Rotator aufgebrochen, die X- und die Z-Geschichte verbunden, dann hier rein in den Add Movement Input und den Scale Value, die holen wir uns hier unten aus unserem X. So, dann haben wir die Geschichte schon mal fertig und dann müssten wir hier das Ganze natürlich noch verbinden, dass das auch sozusagen miteinander abspielt. Ich mache das auch noch ein bisschen schöner, dass man es besser lesen kann. Du kannst es natürlich selber so hinrutschen, wie du das gerne hättest. Und das wäre jetzt, wenn man es jetzt markieren würde und dann machen wir einen Comment drüber, das wäre jetzt einfach unser sogenanntes Left und Right wieder. So, das ist unser Left-Right, so wie es schon mal war. Nur natürlich, dass wir das Ganze jetzt aktuell noch nicht ansteuern. So, das bedeutet, ich werde jetzt hier einfach mal das Ganze noch ein Stück nach drüben schieben, damit das nicht gar so unsauber aussieht. Und dann müssen wir, wenn 3D an der Stelle True ist, gehen wir einfach mal hier oben rein, damit das Ganze auch aktiviert wird. So, dann mache ich wieder eine Reroute Node dazu und die ziehe ich mir mal so hoch, damit ich das auch besser lesen kann. So, hier unten ist alles geblieben, wie es war. Hier gehen wir sozusagen vom X raus anstelle vom Y für unseren Side-Scroller, Movement-Funktionalitäten und hier drüben haben wir das gleiche mit Forward, Backward, nur dass wir dann explizit mit Y rausgehen. Gut, und dann haben wir hier nochmal die Control Rotation mit diesen Verbindungen, also original, du kannst das direkt aus einem anderen Projekt vom Sir Person einfach auch reinkopieren, das wäre vollkommen egal, das ist dann praktisch genau dasselbe, nur wichtig ist halt, dass wir hier diese Umschaltfunktionalitäten mit drin haben. So, gut, das wäre jetzt die Geschichte mit diesem Forward, Backward und dann können wir mal auf Compile und Save gehen. So, jetzt sollten wir das Ganze uns auch mal ein bisschen anders aufbauen, weil jetzt sind wir nämlich absolut movable und das bedeutet, wenn wir mal auf unseren Level gehen, ich gehe jetzt einfach mal auf irgend so ein Monster, damit ich mein Level auch wieder finde und dementsprechend bin ich jetzt hier komplett, glaube ich, von der falschen Seite rangegangen. Okay, auch nicht schlecht, das lag wahrscheinlich an der 3D-Umschaltung und jetzt werden wir uns einfach mal ein bisschen was kurz aufbauen zum Testen und zwar, ich nehme jetzt einfach mal so eine Geschichte hier mit runter, das heißt, ich selektiere mir mal hier so ein Supergrid an und dann sage ich einfach mal die Alt-Taste und dann kopieren wir uns das einfach mal durch. Wir spielen jetzt einfach mal kurzfristig hier unten weiter. Gut, dann gehen wir auf unseren Content und dann gehen wir auf unser Supergrid und dann gehen wir auf unser Starter Pack und dann gehen wir einfach mal auf Source und dann auf New und dann wissen wir Supergrid Centered, wir sind ja hier bei Default noch bei den 500 und dann nehmen wir unser Supergrid Centered mal heraus und das wird sich dann hier drauflegen. So, jetzt müssen wir hier oben wieder einschalten, weil ich habe damals ausgeschalten, ich schalte die beiden Varianten wieder ein, ich möchte snappen und auch beim Scalen möchte ich snappen und das bedeutet, ich schiebe mir das mal ein bisschen rüber und dementsprechend versuche ich das einfach mal hier unten so dazu zu bauen. Das heißt, ich muss mir das auch mal von der Seite anschauen. Ich habe es immer gern, wenn die sozusagen, na jetzt hier momentan snappt der drüber, wie es aussieht. Oder snappt der gerade rein, das muss ich jetzt mal ein bisschen überprüfen. Für mich sieht es ein bisschen nach drüber aus. Das heißt, ich gehe runter von 10 auf 5, damit ich das Ganze wieder in den Griff bekomme. So, dann habe ich das sauber eingesnappt. Und jetzt können wir natürlich diese Geschichte auch mal erweitern. Das können wir mal so machen, dass das Ganze auch ein bisschen mehr 3D lauffähig wird. Ich würde sagen, das reicht für einen Test und dann holen wir uns den Player Start von oben einfach mal runter. Der ist hier oben, dann werden wir den einfach mal so ein bisschen runterziehen und dann können wir mit der Ende-Taste den dann gleich hier unten snappen. So, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Play, dann bin ich im 2D-Modus, jetzt drücke ich die Taste M und dann ist die Kamera auch hinter mir, ich kann sie auch bewegen mit dem Mauszeiger und ich bin jetzt hier frei beweglich innerhalb meines 3D-Modus-Systems. So, wenn ich jetzt wieder die Taste M drücke, dann habe ich natürlich ein kleines Problem. Meine Umschalter funktionieren nicht mehr und so weiter und so fort. Da geht es mit der Rotation jetzt einfach
falsch herum. Und das müssen wir noch nachkorrigieren. Also aktuell ist die Taste D wieder so rum und die Taste A ist wieder so rum. Und das müssen wir noch kurz nachkorrigieren, und zwar in unserem Umschalter in der Funktion Movement 2D. Und da gehen wir ganz nach hinten, und wie du vorher bemerkt hast, sind unsere A- und D-Tasten wieder mal spiegelverkehrt. Das lag aber daran, weil wir zu Beginn in Kapitel 1 das Ganze ja so gelöst haben, dass wir sagen, wir wollen, dass unser Player sich zu uns herdreht und nicht von seiner besten Seite. So, und deswegen müssen wir, wenn wir wieder returnen auf die 2D-Ansicht, sozusagen einfach die Control Rotation nochmal neu definieren. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal raus und dann sagen wir einfach Set Control und dann Rotation, das sollte es geben, Set Control Rotation. Nein, direkt ansteuern können wir es nicht, dann müssen wir es über den Controller selber holen. Dann holen wir uns zuerst einmal den Controller raus mit Get Controller, und dann gehen wir aus dem Controller raus und dann müssten wir darauf zugreifen können mit Set Control Rotation, und da ist es auch schon, jetzt klappt es auch. Und da wir ja das explizit absichtlich so gemacht haben, dass unser Player auch mit dem Gesicht zu uns schauen kann, benötigen wir hier eine neue Rotation, und hier werden wir das Ganze einfach mal splitten, und dann würden wir die Z-Geschichte einfach mal drehen um minus 180. Ich denke, plus 180 wird das gleiche ausmachen. Ich gebe jetzt mal ein bei Z minus 180, und wenn ich jetzt auf Compile gehe und dann gehe ich auf mein Level und dann gehe ich mal wieder auf Play. Es macht keinen Sinn, vorher auf M zu drücken. Jetzt drücke ich gleich mal M und dann kann ich mich hier frei bewegen, und dann kann ich wieder M drücken und dann kann ich jetzt wieder richtig steuern, nämlich mit D nach rechts und mit A nach links. Also es lag an der Geschichte, weil wir ja das Ganze spiegelverkehrt aufgebaut haben, damit wir praktisch auch dem User oder dem Player direkt ins Gesicht schauen können. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir dann nicht mehr auf den 500er stehen, sondern egal wo ich bin, wenn ich Taste M drücke, dann bin ich praktisch immer in dieser Ebene fest verankert, und da geht es natürlich auch nicht weiter. So, das wäre jetzt die Geschichte mit dem Umschaltern, und dann würde ich sagen, das war es jetzt mal mit diesem Abschnitt, und im Folgenden werden wir uns mal um Blueprints kümmern, die uns dann den Ein- und Ausstieg in die zwei unterschiedlichen Dimensionen ermöglichen. Gut, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, und wie immer würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr freuen, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.